Herzlich willkommen zum heutigen Werkstattgespräch hier live aus unserem Flügelsaal. Es ist etwas nach dem Werkstattkonzert. Heute war ein sehr spezielles Konzert für uns alle. Es war das Werkstattkonzert mit Alma Deutscher. Alma, ganz herzlichen Dank, dass wir noch kurz mit dir sprechen dürfen, dass du dir noch kurz Zeit genommen hast. Es war für mich ein Abend, den ich sicher nicht vergessen werde. Es ist ein Konzert, das wir mit dir erlebt haben, was so freudig war, so schön. Und du hast deine Musik gespielt, du spielst nur deine Musik, du hast es dann auf einem Flügel gespielt, den du nicht kanntest. War das im ersten Moment, wie ist das für dich gewesen, an einen Flügel zu kommen, den du nicht kennst? Worauf schaust du, worauf lässt du dich da ein? Man muss immer so flexibel sein. Es ist ganz anders als bei der Geige, wo man immer die Geige mitnimmt. Und man muss sich immer auf jedes Klavier einstellen, wie die Dynamik-Range ist, wie leise man spielen kann, wie viele Risiken man nehmen kann, also die Leichtigkeit und die Schwere, auch dass man noch jede Note hört. Und eigentlich bei diesem Klavier war das sehr, sehr schön, weil es war nicht zu schwer. Aber trotzdem hatte man eigentlich sehr viel Farbeauswahl gehabt. Ja. Also im Konzert selber konnte ich richtig Spaß haben. Ich war dann wirklich in der Musik und ich hatte das Gefühl, dass ich viele Farben aus dem Klavier rausnehmen konnte. Weil ich denke mal sehr oft orchestral, wenn ich Klavier spiele, und dann denke ich sehr oft an so verschiedene Klangfarben im Orchester. Hast du jetzt dann einen Unterschied gemerkt? Ich meine, du studierst ja in Wien und du bist viel in Salzburg, in anderen Weltstädten. Du hast jetzt heute in einem kleinen Geschäft gespielt, vor wenig Publikum, mit einem Flügel, den du nicht kanntest. Hast du einen Klangunterschied gehört von diesem Flügel zu Flügeln, die du sonst spielst, in Wien vor allem? Ich meine, was sehr angenehm war, dass ich überhaupt nicht drucken musste. Also ich konnte so viele Risiken einnehmen, die ich in einem großen Saal nie machen würde. Ja. Ich könnte so leise spielen. Es war wirklich so angenehm. Und ich musste gar nicht irgendwie pushen oder kämpfen, um durchgehört zu werden über ein Orchester. Und auch der Rahmen war wirklich so intim und schön. Und ich habe richtig gemerkt, wie die Energie vom Publikum kommt und wie sie darauf reagiert haben. Und offensichtlich ist sie auch ein sehr gebildetes Publikum waren, dass sie wirklich verstanden haben, oft was ich so musikalisch gestaltet habe, und dass sie es wirklich geschätzt haben, und das war sehr schön. Ja, das freut mich jetzt sehr. Also es ist ja für uns, wir wissen ja nicht, wer kommt. Wir spielen ja diese Konzerte nach Kollekte, also jeder ist frei zu kommen. Das ist ja, dass dann Leute kommen, die sowas auch wertschätzen, das freut mich jetzt sehr. Der Klangunterschied für dich als Pianistin, wenn du jetzt hier in einem so kleinen Raum bist vor dem Flügel, wenn du jetzt aber morgen in Tokio vor einem Riesenkonzert spielst, in einem Riesensaal, kannst du dich anders entwickeln in so einem kleinen Raum mit einem Flügel wie in einem großen Saal mit einem Flügel? Ja, sicher. Also was für mich sehr wichtig ist, dass vor allem, wenn der Saal groß ist, dass ich einen schimmernden, schillenden Klang so kriegen kann, was so strahlt. Ein Klang, der strahlt, aber trotzdem süß ist, dass es nicht zu hart wird. Ja. Und ich fand, das war heute ganz besonders, dass ich wirklich diesen süßen Ton vom Klavier tauben konnte, überhaupt ohne Härte, also so weich und so schön, aber dann trotzdem auch die Tiefe. Ja. Also wie ich gesagt habe, es gab wirklich eine große Range an Dynamik, und in einem großen Saal ist es auch natürlich so, auch wenn man Piano spielt, es ist ein Piano in einem großen Saal, es ist eine sehr klare, ich spiele auch oft sehr wirklich mit spitzen Fingern, dass es sehr klar und immer noch in dem großen Saal süß wird. Aber hier konnte ich mich richtig entspannen, und ich meine, es ist so entspannend, wenn man sich nicht Gedanken machen muss, dass man vielleicht nicht gehört wird. Also man kannst dich wirklich vom Moment inspirieren lassen und von der Energie im Publikum inspirieren lassen, auch von den Tempis. Und heute
ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt, aber ich habe wirklich Risiken genommen und dachte mir, warum nicht? Hauen wir rein oder hier schneller oder hier noch mehr und wirklich im Moment leben. Mich freut das so sehr zu hören. Es ist ein Steingräber C212, wo du heute gespielt hast. Ich fand das so toll zu sehen, wie du auf etwas spielst, was man nicht so oft hört und dann so aufgehst. Was mich noch wundergenommen hätte, ist der Mozartzug. Hast du mit ihm gespielt vom 212er? Oder, weil beim Proben habe ich es dir ja mal gezeigt gehabt. Hast du den verwendest? Oder wie ach so! So, ja. Ich wollte es so gerne verwenden. Der einzige Grund, warum ich es in dem Konzert nicht verwendet habe, war, dass ich in keinem Stück nur Piano gespielt habe. Ja. Also ich habe es dann probiert und es ging sich nicht aus, mit der anderen Hand zu wechseln. Also ich bräuchte entweder ein Stück, wo ich eine kurze Pause hätte. Pedal oder so. Genau. Weil es war ein tolles Effekt und es gab so viele Stellen, wo das wunderbar, also wo es perfekt funktioniert hätte. Es war dann nur, ich dachte, ich kriege das rechtzeitig nicht hin, weil sehr oft habe ich so Stellen, die so sehr delikat anfangen, wo es wirklich wo es klanglich perfekt passen würde, aber wo es sich dann aufbaut und eine Steigerung gibt und dann es ist allmählich, man hat dann keine Zeit. Das irgendwie. Aber als Effekt ist das toll, weil diese wirklich delikate, so zarte Klang, aber immer noch mit dieser klaren Qualität, also nicht gemuffelt. Ich möchte da gleich die Überleitung machen. Vielleicht hören Sie es im Hintergrund. Bei uns sind die Gäste immer noch am Apero am Essen. Wir haben uns kurz rausgenommen, dass wir das hier aufzeichnen können. Du hast jetzt gerade delikat und zart angesprochen, weil ich komme am Ende der Werkstattkonzertserie von den Interviews immer etwas ansprechen. Und zwar, wir haben ja seit jetzt bald 2 Jahren unsere eigenen Hammerköpfe. Ich habe dir da vorhin noch nichts erzählt, die wir selber produzieren und auf die Flügel maßschneidern. Jetzt von Steingräber bauen wir sie nicht ein. Da sind wir sehr zufrieden mit der Qualität. Bei unseren eigenen Instrumenten, die wir revidieren etc., bauen wir die ein. Ich habe hier 3 Größen dabei. Also es ist einer für im Diskant, in den hohen Tönen, einer in den mittleren Tönen und einer für den Bass. Wo würdest du dich im Flügel einordnen? Bist du mehr der Bass-Typ, mehr der Mittellager-Typ oder mehr der hohen Töne-Typ? Das ist so schwierig. Ich darf nicht beides haben. Ich meine, was ich so gerne mache, ist so im mittleren Rahmen so die Cello-Melodielinie und dann so die Geigen, so Gegenmelodie, also oben. Das ist schwierig, sehr schwierig. Dann machen wir es einfach. Ich gebe dir einfach beide. Ich glaube, ich kann es nicht sagen. Genau, also für die hohen Töne habe ich dir einen aus Bambus. Das ist bei uns, das ist das einzige Set, wo die Hammerköpfe, die letzten 20 Töne sind mit Bambushammerkern. Der Rest ist europäische Nussbaum, also Walnussbaum. Ich gebe dir beide mit. Ich hoffe, vielleicht inspirieren sie dich zu noch etwas. Danke. Ein kleiner Glücksbringer von uns, dass du uns auch nicht vergisst. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne, es war so eine Freude. Danke. Ja, voilà. Beim nächsten Werkstattkonzert schauen wir, wo wir da wieder hingehen, in welche Sphären, in welche Musikklänge. Für heute war es das. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Danke dir nochmal, Alma. Alles Gute für die Zukunft. Danke sehr. Sehr gerne.